drüber reden. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Frau Schneider, Sie tun doch sonst auch Ihr Möglichstes, um Johannes allein in Beschlag zu nehmen. Da hat die Gute wohl was falsch verstanden. Oder was wollte sie damit sagen? Ich habe mit Luca geschlafen. Du hast mit Luca geschlafen? Ich war sauer, weil wir uns wegen Jana gestritten haben. Ich bin nach Hause gefahren und habe angefangen, Wein zu trinken und Dann hat er dich getröstet. Es hatte nichts zu bedeuten. Und weil es nichts zu bedeuten hatte, bist du deswegen abgehauen? Ich hatte ein super schlechtes Gewissen. Ich habe mich total beschissen gefühlt. Dann hatten wir ja wenigstens was gemeinsam. Mir ging es zufälligerweise auch wochenlang dreckig. Aber dich hat das ja sowieso nicht interessiert. Ob ich jetzt nächtelang nicht schlafen konnte, weil ich mir Gedanken gemacht habe und du dich nicht gemeldet hast. Stattdessen kriege ich nur eine lächerliche Postkarte von dir. Ich habe mir jeden Tag vorgenommen, dich anzurufen, es dir zu sagen. Aber du wolltest erst mal den Schwangerschaftstest abwarten, richtig? So ein Quatsch! Es war einfach... Du warst feige. Ich hatte Angst! Andi, ich will, dass wir zusammenbleiben. Wir gehören doch zusammen. Charlie, was verheimlichst du mir über Johannes? Weißt du, es ist etwas sehr Persönliches. Ja, gut. Wir sind Freundinnen. Ja, nur Johannes und ich. Was? Nein, Charlie. Das glaube ich nicht. Ausgerechnet Johannes? Bitte? Meine beste Freundin ist in meinen Ex-Mann verliebt? Das fasse ich nicht. Ich auch nicht. Was soll denn das jetzt? Entschuldige. Es tut mir leid. Es hat sich nur so schön angefühlt in deinen Armen. Du bist so egoistisch. Erst sagst du, dass du nichts von mir willst. Dann möchtest du meine Freundin sein. Und jetzt küsst du mich? Sag mir, wie das Spiel heißt, dann spiele ich mit. Ich kann dir das erklären. Dieses Hin und Her reicht mir. Wir halten's wie gehabt und sehen uns nicht mehr. Ich hab dir gleich gesagt, dass das nichts bringt. Andi! Nico ist ausgerastet, stimmt's? Luca hat mit Nico gepoppt. Meine Freundin. Er hat mit ihr geschlafen. Sie hat dir das erzählt?
Jetzt sag nicht, dass du das wusstest. Doch. Seit wann? Das ist doch jetzt egal. Das ist überhaupt nicht egal. Wohne ich hier eigentlich nur noch mit Verrätern unter einem Dach oder was ist hier los? Jetzt spiel dich nicht so auf, du baust selbst genug Scheiß. Und wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Ich schmeiß gleich mit was ganz anderem als mit Steinen. Wo steckt dieser Typ hier eigentlich? Okay, Kaminchi, da musst du jetzt durch. Hey, Andi, wollen wir ein Bier trinken? Und frag nicht, warum. Gut, dann treffen wir uns um 10 Uhr am Hangar. Bis dahin, Wiederhand. Ein Glas Prosecco, bitte. Was denn? Reicht's immer noch nicht für Champagner? Doch, aber wir wollen ja nicht übertreiben. Nein, der ist für Sie. Schließlich habe ich Ihnen den unglaublichen Erfolg meines Hubschrauberschattels zu verdanken. Und Ihrer Tochter, die die geniale Idee hatte, ihren misslungenen Überfall zu vermarkten. Geht Ihre Fantasie schon wieder mit Ihnen durch? Mit dem Überfall habe ich nichts zu tun. Wissen Sie, worüber ich nachdenke? Ach, Sie und Denken. Leute wie Sie haben Ihr Gedächtnis doch gewöhnlich zwischen Ich den plane, Beinen. meine Geschäftsidee auszubauen. Und vielleicht könnten wir ins Geschäft kommen. Bitte? Wenn Sie einen mit allen Wassern gewaschenen Geschäftsführer brauchen, gerne. Sie könnten den Reisebegleiter spielen und quasi aus erster Hand berichten, wie der Überfall gelaufen ist. Wie Sie den Hubschrauber geklaut haben und das Ding dann schief gelaufen ist. Wissen Sie was? Mich können Sie sich doch gar nicht leisten. Da grinst dieses Schwein mir wochenlang ins Gesicht. Andi, du hast Nico genauso betrogen. Du hast es ihm nur noch nicht gesagt. Das war eine ganz andere Sache. Warum? Weil du ein Typ bist und du dir sowas leisten kannst? Erzähl du mir mal lieber, warum du wochenlang nichts gesagt hast, obwohl du genau wusstest, warum Nico abgehauen ist. Weil ich mich nie wieder in eure Beziehung einmischen werde. Naja, wenigstens kann Nico mir keine Vorwürfe dafür machen, dass ich mit dir geschlafen habe. Ich meine, wenn sie mich so hängen lässt, ist ja klar, dass ich dann irgendwann... Warte mal. Du machst es dir leicht. Die Sache ist passiert. Punkt. Das hat mit Nico überhaupt nichts zu tun. Das ist zwischen dir und mir. Na, wann erweiterst du deine Flotte? Später vielleicht, aber jetzt hat mein Heli Kultstatus. Die Leute stehen drauf. Wow, gratuliere. Deswegen habe ich leider auch gar keine Zeit, um mit euch zu plaudern. Alles klar. Mua. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Na, wenigstens einer, bei dem es gut läuft. Was erwartest du, Carla? Dass Susanne in Jubel ausbricht, weil du sie plötzlich küsst? Ich weiß, es war naiv. Aber ich dachte, dass sie es auch schön findet. Nachdem du erst gar nichts von ihr willst, dann Freundschaft, dann wieder nicht, sie dann küsst? Tut mir leid, da wäre ich genauso ausgerastet. Ja, was hätte ich denn tun sollen? Ihr sagen, warum du sie versetzt hast. Dass das Gespräch mit eurem Vater wirklich wichtig war, anstatt ein Riesengeheimnis draus zu machen. Du weißt, was mit meinem Vater ist? Ja, das habe ich zufällig mitbekommen. Hallo? Na, Bernd, ich hätte gerne einen trockenen Rotwein. Und ich gerne die Abfindung. Meine Kontonummer hast du doch, oder? Nein, wirklich, wir sollten langsam mal das Finanzielle regeln. Ich kann mir vorstellen, dass dir das sehr am Herzen liegt. Sag mal, was ist denn nun mit deinem Anwalt, hm? Ich meine, können wir denn bald mal einen Termin vor dem Richter machen? Ruf ihn an und frag ihn selbst. Du nervst ihn doch sowieso jeden Tag. Und jetzt hätte ich gern meinen Rotwein. Du auch? Ja. Ja, ist ja gut. Danke. Ich habe nichts zu verlieren. Ich hole mir wahrscheinlich die Abfuhr meines Lebens, aber ich kann das so nicht stehen lassen. Ich muss mich wohl damit zufrieden geben, dass Graf Lahnstein überhaupt noch in mein Lokal kommt. Er glaubt, ich sei nicht verschwiegen. Also wenn jemand diskret ist, dann Sie? Ernsthaft? Naja, leider sieht es Graf Lahnstein anders. Und das, obwohl wir so einen schönen Tag auf dem Wasser miteinander hatten. Könnten Sie bitte vorne beim Kollegen einsteigen? Hallo. Carla, was willst du denn? Einmal auf dem Mond und am besten nicht mehr zurück. Das wäre dir doch am liebsten, oder? Okay. Einmal in die Holding. Bitte mit ganz vielen Umwegen. Ich glaube, ich habe dir eine Menge zu erklären. Falsch.
Zwischen uns ist alles geklärt. Das zwischen uns ist doch völlig verfahren. Ja, vielleicht liegt es daran, dass eine von uns beiden nicht weiß, was sie will. Deswegen bin ich ja hier. Ich will mich bei dir entschuldigen. Ich habe mich gestern total daneben benommen. Nur gestern? Nein, die ganze Zeit. Es war schon schwer genug, mir über meine eigenen Gefühle klar zu werden. Aber bei dir steige ich definitiv nicht mehr durch. Aber jetzt ist doch alles ganz klar. Na super, worüber reden wir dann? Susanne, versteh mich doch. Ich kann dir nicht so einfach aus dem Weg gehen. Und wieso nicht? Weil ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Angelo, die Rechnung bitte. Natürlich. Graf Landstein? €16,20 bitte. Danke sehr. Dankeschön. Graf Lahnstein? Ja, bitte. Ich weiß, es geht mich eigentlich nichts an. Aber Frau Schneider ist eine wunderbare Chefin. Ja, das freut mich für Sie. Natürlich plaudert sie recht gerne und im Smalltalk ist sie sehr versiert. Aber wenn es drauf ankommt, ist sie verschwiegen. Frau Schneider ist vertrauenswürdig. Was machst du denn da? Mein Pferd satteln und abhauen. Ach du Kacke, wo bist du denn gegengerannt? Gegen Andi. Andi? Weil ich mit seiner Freundin geschlafen habe. Bitte, Nico ist doch gerade erst aus Schottland zurück. Königsbrunn, vor 5 Wochen. Uhrzeit, weiß ich nicht mehr. Promille, 2,5? Da fliegt man für ein paar Wochen in die Karibik und man verpasst alle Highlights. Ja. Wenn ich mich nicht aus dem Staub machen, könnten noch ein paar hinzukommen. Flattert er mir noch einer rein oder fordert mich zum Duell auf? Wie war das vorhin mit dem Bier? Ja, klar. Komm. Wenn ich in 2 Stunden nicht zurück bin, dann komm bei Sonnenuntergang auf die Rheinwiesen. Und Coco, bring bitte meinen Degen mit. Also wenn ich das Robin wähle, der glaubt mir ja sowieso nicht. Du entschuldigst mich bitte an jemand. Charlie? Hätten Sie einen Moment? Ja, natürlich. Charlie, ich möchte mich bei Ihnen wegen meiner ungerechtfertigten Vorwürfe entschuldigen. Sie haben sehr viel für mich getan. Und unser kleiner Ausflug am See. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel Kraft mir das gegeben hat. Und ja, ich fände es sehr bedauerlich, wenn dieses kleine Missverständnis unsere Freundschaft belasten würde. Ganz sicher nicht, Johannes. Aber darf ich fragen, weshalb Sie so plötzlich... Sie haben einen sehr engagierten Mitarbeiter mit einer ausgesprochen guten Menschenkenntnis. Angelo. Wenn man dem einmal sein Herz ausschüttet. Aber hoffentlich nicht zu unverschämt? Nein, ganz und gar nicht. Das ist mir jetzt trotzdem ein bisschen peinlich. Das muss es nicht sein, Charlie. Ich bin es, der sich schämen muss. Verbuchen wir das unter kleine Irritation. Kleine Irritation. Also. Oh, Johannes. Ja? Da gibt es noch etwas, das Sie wissen sollten. Cécile wollte partout von mir wissen, welche Geheimnisse wir vor ihr haben. Ja, und? Ach, in meiner Not habe ich erfunden, dass ich mich in Sie verliebt habe. Wie bitte? Es ist mir nichts Besseres eingefallen. Charlie. Erst müssen Sie sich von mir beschimpfen lassen und dann nötige ich Sie auch noch für mich zu lügen. Sie sind mir deswegen nicht böse. Wie könnte ich denn, Charlie? Ich weiß doch, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Auf bald? Auf bald. Also. Ich war doch überhaupt nicht darauf eingestellt, dass sich wieder jemand in mich verlieben könnte. Oder dass ich mich auf eine neue Frau einlasse. Wegen Hannah? Ja. Und als du mir dann gesagt hast, was du für mich fühlst, da musste ich die Notbremse ziehen. Ich war einfach noch nicht so weit. Ja, und jetzt zieh ich sie. Ich komme damit nicht klar, außerdem bringt sowieso nichts. Doch? Nein! Du weißt nicht, was du willst. Daran hat sich nichts geändert.
Doch, es hat sich sehr viel geändert. Und das soll ich glauben? Ich kann dir doch nur das sagen, was ich jetzt gerade im Moment fühle. Aber das reicht mir nicht. Liebst du mich nun oder glaubst du es nur? Du wirst sehen. Ich kann schneller wieder gehen, als du denkst. Super, pünktlich zum Geburtsvorbereitungskurs. Ach, du meinst hecheln und auf Bällen hüpfen? Ja. Ja, wenn ich es mir recht überlege, vielleicht dauert das mit meiner Genesung doch noch ein bisschen länger. Von wegen, da kommst du mit. Ich lass dich doch da nicht allein hin. Da ist Charlie. Ich roll schon mal vor. Okay. Charlie! Oh, hallo Cecile. Tut mir leid, ich habe gerade gar keine Zeit. Einkaufsbummel oder Friseur? Ich muss zur Bank. Du kennst das ja, 3-mal die falsche Geheimzahl eingegeben und schon ist die Karte weg. Mhm. Das geht schnell. Ja. Wenn man frisch verliebt ist. Ach, du Schätzchen, lass uns das ein andermal bereden, ja? Okay. Ach so, eine Sache noch. Ich find's schon ein bisschen komisch, dass du jetzt in meinen Ex-Mann verliebt bist. Aber ich freue mich für dich. Und zwischen uns wird sich deshalb nichts ändern, oder? Ach, natürlich nicht, Schätzchen. Gut, dann kann ja alles nur noch besser werden. Wie? Naja, vielleicht kommst du ja wirklich mit Johannes zusammen und dann entspannt sich sein Verhältnis zu mir. Ja, das wäre doch schön. Ja, und weißt du, was ich glaube? Wenn es ihm wieder richtig gut geht, dann versöhnt er sich auch mit Leonard. Mhm. Mach's gut. Ja, du auch. Ich kann dir das nicht erklären. Seit wann? Wieso? Es ist einfach so. Und das soll ich dir glauben? Ja. Was willst du noch hören? Was wirklich Sache ist. Wie ernst es dir ist. Ich kann dir nichts versprechen. Man kann sich in der Liebe doch nicht festlegen wie bei einem Vertragsabschluss. Netter Vergleich. Deine Bankgeschäfte sind also sicherer als dein Privatleben? Nein. Alles, was ich weiß, ist, dass sich meine Gefühle für dich verändert haben. Aber ich muss damit rechnen, dass es morgen wieder anders ist? Glaubst du allen Ernstes, das mache ich mit? Nein. Und das meine ich auch gar nicht. Dir geht's zurzeit nicht gut. Du fühlst dich alleine. Da komme ich gerade richtig. Die blöde, verknallte Susanne. Als kleiner Trost für einsame Stunden. Glaub mir, ich bin bestimmt kein Sicherheitsfreak. Aber für mich wäre es die erste Beziehung mit einer Frau. Da verlange ich ein bisschen mehr. Es gibt einen Grund, warum es mir zurzeit nicht gut geht. Dann sag ihn mir, vielleicht verstehe ich dich ja dann. Das kann ich nicht. Da bist du ja endlich. Nico. Wie kommst du denn hierher? Kann ich kurz mit dir sprechen? Ja, sicher. Was ist denn los? Entschuldige, eigentlich wollte ich dich gar nicht mit meinen Problemen. Noch kann ich mich artikulieren und bin bei klarem Verstand. Also, was gibt es? Andi, Er weiß es. jetzt macht er bestimmt Schluss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, wir setzen uns einen Moment, hm? Er war so wütend. Er ist einfach gegangen. Ja, wundert dich das? Nein. Aber ich liebe ihn doch. Und wenn er jetzt Schluss macht, dann... Oh Mann, warum war ich denn so doof und habe es ihm überhaupt gesagt? Nein, Nico, nein. Das war nicht doof. Das war völlig richtig. Völlig richtig. Wegen meiner Ehrlichkeit habe ich jetzt bald keine Beziehung mehr. Ja, nun mal langsam, ja? Also Natürlich ist doch klar, dass Andi verletzt und wütend ist. Aber das zeigt doch nur, wie sehr er dich liebt. Also, wirklich Sorgen müsstest du dir machen, wenn es ihm egal wäre. Also auch wenn du das im Moment nicht so siehst, du hast dich völlig richtig verhalten. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieser Seitensprung das Ende eurer Beziehung sein soll. Nico. Ehrlich. Das mit Nico und mir... Mann, shit happens. Willst du jetzt auch noch sagen, dass Nico eine Null ist, oder was? Ach, Quatsch. Das war total klasse. Was?
Verdammt, was ich meine ist, das hat dir nichts zu bedeuten, Mann. Nichts. Wie oft? Nur dieses eine Mal. Und wir waren ziemlich dicht. Ja, komm, jetzt keine Details, bitte. Besten Dank. Warum hast du es mir nicht gesagt? Ich? Nico haut einfach ab und ich lass mich von dir grün und blau schlagen? Stattdessen machst du lieber wochenlang einen auf besten Kumpel. Ich habe das Thema einfach abgehakt. Nico ist deine Freundin. Mal sehen. Andi, Nico liebt dich. Sie will nichts von mir. Und ich will nichts von ihr. Der Einzige, der hier schräg drauf ist, das bist ja wohl du. Ich? Klar. Ist ja auch kein Wunder, wenn man auf 2 Schwestern gleichzeitig erfährt. Jana ist immer noch ein Thema für dich. Das merke ja sogar ich. Andi und ich, wir gehören zusammen und ich werde ihn auch nicht einfach so gehen lassen. So gefällst du mir schon viel besser. Trotzdem habe ich Angst, dass es vorbei ist. Die Zukunft hat viele Namen, Principessa. Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare und für die Mutigen die Chance. Victor Hugo? Carla. Hi. Hallo. Entschuldigt, ich wollte euch nicht stören. Nein, bleib ruhig. Also, du hast es in der Hand. Versöhne dich wieder mit Andi. Werde wieder glücklich mit ihm. Also, sei mutig. Okay, danke. Tschüss. Was kann ich für Sie tun, Gräfin? Hat sich schon erledigt. Es ist gar nicht so schlecht, einen so belesenen Vater zu haben. Mhm. Habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt? Susanne, ich bin mir jetzt ganz sicher. Ich habe mich in dich verliebt und ich will mit dir zusammen sein.